Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe 1000 Best-TV-Abonnenten. Wir sind hier wieder im Fahrtechnikzentrum Desdorf und heute rauche ich mit der Aprilia Tuono 125 an. Was kann die kleine Tuono, der kleine Thunfisch, wie Zonko sagen würde? Schauen wir uns gleich an. Ja, die Tuono 125 klein zu nennen, darf man natürlich gar nicht. Aus dem Gesichtspunkt heraus, dass sie ja natürlich ein absolutes Topmodell in der 125er Liga ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann es aber schon stolz sein, wenn man sagt, kleiner Thunfisch, weil der kleine Bruder von einem der besten Motorräder auf dem Planeten zu sein, ist natürlich auch immer leibend, selbst wenn es nur der kleine Bruder ist. Und die Aprilia Tuono 125 schaut der großen Tuono, der echten, dem Urgestein, nicht zu Unrecht ähnlich, muss ich sagen. Denn sie punktet in der 125er Liga mit genau oder fast genau mit den gleichen positiven Aspekten, wo auch die 1100er Tuono punktet. Und da muss ich gleich vorausschicken, viele von den Zuseherinnen wissen natürlich, dass ich normal 200 PS Raketen fahre, aber wenn ich jetzt über die 125er Tuono spreche, vergleiche das natürlich immer mit anderen 125ern, die ich auch sehr gut kenne und nicht natürlich mit irgendwelchen 200 PS Motorrädern. Und in der Relation muss man sehen, also es ist kein absoluter Test über alle 200 PS Maschinen, sondern ein relativer Test in der 125er Klasse. Und in der 125er Klasse natürlich die Tuono 125 ein absoluter Topbringer. Optisch ist man an die 1100er Tuono angelehnt und so ist auch, wie soll ich sagen, dieser Geniestreich, den ja Aprilia bei der Chassisentwicklung, bei den großen Motorrädern immer zustande bringt, der ist ihnen auch bei der 125er Tuono gelungen. Und das ist auch etwas, was Aprilia auszeichnet über die komplette Modellpalette hinweg. Diese Genialität, wie baut man einen Rahmen, eine Schwinge, eine Geometrie als Sitzposition, dass das einfach leibend einlenkt. Das ist bei der großen Tuono ein absoluter Genuss und das ist es auch bei der kleinen Tuono. Und wenn man jetzt hier oben sitzt, ich bin 1,85, dann sieht man schon, ich sitze hier schwer in Ordnung oben. Und der Vorteil ist jetzt der, also ich kann für mich mit 1,85 das Motorrad als absolut angenehm empfehlen, kann es aber gleichzeitig auch kleineren Piloten empfehlen, weil der Vorteil ist, dass die Maschine hier irrsinnig schlank ist. Das heißt, auch wenn man kleiner ist und kompakter ist, hat man noch kein Problem, weil man hier recht wenig Platz hat und dadurch auch mit kurzen Füßen noch runtergelenkt. Und man sieht schon, die Optik macht natürlich einiges her. Das Herzstück der Rahmen, der kann schon was und er enttäuscht auch im Fahrbetrieb nicht. Also das Einlenkverhalten ist eine absolute Sensation. Und ist so, dass das natürlich irgendwelchen Billigsdorfern 125ern haushoch überlegen ist. Das liegt zum einen natürlich an den voll ausgewachsenen, monströsen, supergeilen Naked-Bike-Lenker, der ja mega breit ist. Und liegt dann auch daran an diesem leibenden Chassis. Wie fühlt sich das an? Es ist so, dass die Maschine natürlich sehr leicht und sehr handlich ist, aber niemals instabil oder unruhig wirkt. Und das ist eine Sensation bei so einem kompakten Motorrad, dass das trotzdem, wenn durch Bodenwellen, wenn durch hektische Bremsmanöver, wenn durch hektische Fahrmanöver unruhig ins Fahrwerk kommt, wird sie sofort wieder eingefangen und hält wieder stabil den Kurs. Auf der anderen Seite kann man aber mit ganz leichten Impulsen am Lenker das Motorrad irrsinnig feinfühlig dirigieren und wenn man will auch sehr schnell von einer Wechselkurve in die andere Wechselkurve zirkeln. Und dieses Fahrverhalten, diese ganz geschmeidige und vertraute und Zuverlässigkeit beim Einlenken in Kombination trotzdem mit dem Handling, trotzdem aber stabil, das ist etwas, was Aprilia auszeichnet bei der großen Tuono, was sie auch auszeichnet bei vielen anderen Motorrädern und was ihnen auch hier ganz, ganz großartig gelungen ist. Das macht mir irrsinnig viel Spaß. Das nächste, was mir auch gleich aufgefallen ist, selbst in Relation mit Naked Bikes in einer deutlich teureren Preisklasse. Ich meine, die Bremsen beißt mörderisch. Ich bin erst diese Wochen gefahren mit gebrauchten Bandits und Hornets, die 7, 8 Jahre alt waren.
Also die Bremse hier ist sicher mal besser gewesen wie die auf der Bandit und auf der Gladius. Möglicherweise annähernd so gut wie auf der Hornet. Es ist so, dass man hier ein sehr, sehr leichtes Motorrad hat und dadurch die Bremse sich natürlich erstmal spielt. Aber es ist natürlich hier kein billiges Klumper drauf. Das ist ein spanisches Fabrikat, was da oben ist. Also die Vorderbremse absolut grandios. Was man dazu sagen muss, das weiß ich nicht ganz genau, wieso das so gemacht worden ist. Ich habe jetzt vorne ABS, hinten nicht. Das wird natürlich die Jungs und die Mädels freuen gewaltig, weil da kann man den ganzen Blödsinn anstellen mit dem Hinterrad am Kurveneingang oder Quitscherl machen und so weiter und so fort. Dem Papa kann man trotzdem erzählen oder der Mama, die das vermutlich finanzieren wird, die Aktion da, hat ja ABS, weil vorne hat man natürlich ABS am Vorderrad. Warum das so gelöst ist, weiß ich nicht, möglicherweise aus Kostengründen. Ist so. Also es hat vorne ABS und hinten keines. Schauen wir uns noch das Herzstück an. Ich gehe da mal kurz runter. Der Motor. Jetzt ist so, einige von euch kennen es möglicherweise noch die alten Zweitaktraketen von Aprilia, die, wie hat die geheißen? RS 125, glaube ich zum Beispiel, die Supersportlerin, war natürlich in Sachen Aggressivität schon eine andere Liga. Also das muss man so sagen, dass natürlich die Zweitaktgeneration, die Aprilia gehabt hat, deutlich aggressiver waren und das hier im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Leistung abliefert. 15 PS, mehr darf man halt nicht, mehr geht nicht, 125 Kubikzentimeter. Aber das, was natürlich jetzt das moderne Viertaktaggregat deutlich besser kann als früher bei den Zweitaktern, ist natürlich das ganze Thema Zuverlässigkeit und Fahrkomfort. Also das springt an, egal ob kalt, ob warm, ob lauwarm, das lässt sich feinfühlig dosieren, zuverlässiges Ansprechverhalten am Gasgriff, egal ob das Aggregat warm oder kalt ist, da gibt es keine peinlichen Situationen beim Wegfahren, stirbt nicht ab. Also das, was Sie im Vergleich zu den heiß begehrten und wirklich beliebten und geliebten Zweitaktraketen verloren hat, gewinnt sie halt bei Zuverlässigkeit und Fahrkomfort. Wie stark ist der Motor? Wie leimend raucht er an? Da muss ich jetzt sagen, dadurch, dass diese 125er Klasse so dicht beisammen ist, da traue ich mir jetzt aus der Ferne keinen Vergleich machen. Und der kommt noch der Vergleich mit den heißen Mitbewerbern, mit der MT 125 von Yamaha und mit der Duke 125. Da machen wir hier gezeitete Runden in Desdorf mit voller Anraucherei, mit Zonko und Chaot gemeinsam. Dann wissen wir, welches ist der schnellste und stärkste. Jetzt im Moment weiß ich, ich bin jetzt gefahren mit der Maschine laut Tacho 122 km/h. Mehr habe ich noch nicht rausquetschen können, vielleicht mit ein bisschen Heimweh und Rückenwind und bergab geht noch mehr. Jetzt weiß ich nicht, was die aktuellen Dukes zusammenbringen. Vielleicht könnt ihr das unten drunter posten. Vielleicht habt ihr schon mit euren Kumpels oder Gegnern auf der Hausstrecke Duelle gemacht mit Duke, mit MT 125. Vielleicht gibt es ja schon erste Erfahrungsberichte. Ich kann noch nicht direkt vergleichen. Ich bin die anderen zwei Modelle in der 2017er Konfiguration noch nicht gefahren. Was ich nicht ganz, also wo ich mir mehr erwartet hätte, ist das Display. Das Display ist jetzt okay mit dem Drehzahlmesser, ist okay mit, dass man die Maximalgeschwindigkeit angezeigt kriegt, die man jemals gefahren ist, natürlich mörderisch. Aber ich hätte noch gerne ein bisschen mehr drinnen, ein bisschen mehr Lifestyle. Zumindest Außentemperaturanzeige oder Uhr hätte ich mir gewünscht. Also das passt nicht zu dem absolut würdigen und hochwertigen und geilen Gesamteindruck. Komischerweise, also zuerst habe ich gesehen die Reifen, bin mir nicht ganz sicher, ob das was Leibendes ist. Ist aber leibend, also Mitas ist es. MC25 steht drauf. Kannte den Reifen bisher nicht, war ich aber zufrieden. Jetzt noch eine Lobeshymne zu den Bedienelementen und zu der Geschmeidigkeit dieses ganzen Antriebsstrangs. Da ist so, das fühlt sich in keiner Situation günstiger oder kleiner an wie bei einem großen Motorrad. Die Gänge rasten ein, dass ein Maschinenbaustudent oder Ingenieur einen Ständer kriegt. Also wirklich feinstens und präzise. Ganz, ganz super. Die Kupplung, Gas, das Spiel im Gasgriff, das Spiel in den Kupplungsstangen, diese ganze Haptik, das ist alles so wie bei ganz großen und ganz teuren und exklusiven Motorrädern. Und das zeichnet für mich die Tuono 125 aus. Warum ist das so? Möglicherweise deswegen, weil ja die Maschine in Europa produziert wird, in Italien. Und die wird produziert und gefertigt und auch, wie soll ich sagen, qualitätskontrollenmäßig und auch die Entwicklung, das wird gemacht von Leuten, die normalerweise große Motorräder machen und mit einer ähnlichen, wie soll ich sagen, Liebe dann halt auch bei der Kleinen ans Werk gehen. Und das ist halt was anderes, als wenn man das vergleicht mit irgendwelchen Billigsdorfer Marken, wo die Hälfte kosten, die 125er, die halt irgendwo in China produziert werden, wo halt die 125er das höchste der Gefühle ist, dass die dort rausquetschen können aus dem Werk und wo halt mit einer ähnlichen
wie soll ich sagen, mit einer ähnlichen Gründlichkeit ans Werk gegangen wird wie bei einem 50er, die dort am chinesischen Markt, ich glaube, $400 oder irgend sowas kostet. Also das taugt mir, dass die Maschine hier in Europa, in Italien gefertigt wird und dass man da beim stolzen Preis, den sie ja hat, dann auch ein stolzes Motorrad kriegt. Zum Preis, wir haben ja Zuseher in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich habe dann unten die Links drunter beim Video, wo man sich anschauen kann, was kosten die Motorräder. Ich muss sagen, ich finde, sie kosten ein Vermögen, ist leider so. Heutzutage ist ein Wahnsinn, was die 125er kosten. Sie ist ein Traummotorrad, aber es ist ein teures Traummotorrad. Und jetzt muss man halt als Jugendlicher entscheiden, habe ich die Kohle oder man hat eine gute Argumentationslinie drauf gegenüber dem erziehungsberechtigten Hauptsponsor. Und da gebe ich euch natürlich gerne Munition mit. Die Maschine ist natürlich doppelt so teuer wie ein China-Produkt, ist aber auch doppelt so sicher. Das Chassis ist stabil, die Bremse greift mörderisch, das Fahrwerk hat Reserven, das ABS ist gut. Das heißt, sagt euren Eltern, wenn das Leben, euer Leben, ihnen was wert ist, dann müssen sie halt Vollgas einzahlen und die sündhaft teure, aber endgeile und super sichere Donau lehnen. Und ist natürlich bei anderen Top-Qualitätsprodukten von den renommierten Herstellern auch auf einem hohen Niveau, aber die kosten ja auch dementsprechend viel. Wirklich sparen kann man nur, wenn man Qualitätsabstriche macht beim Fahrwerk, bei den Bremsen, beim Chassis. Dann kann man sparen, dann kriegt man einen günstigeren 125er, aber dann geht es halt auch zulasten der Sicherheit. Jetzt hoffe ich, dass ich mit der Argumentationslinie euch helfe, dass die finanziert kriegt, dieses Traumgerät. Und freue mich schon auf die zahlreichen Kommentare unten drunter. Was ganz wichtig ist, das ist mein Dauertest-Motorrad, die Donau 125, und ich werde mit dir heuer ganz viele leibende Sachen machen. Einiges auf YouTube, aber die meisten auf Instagram. Also auf instagram.com/NastyNils_official, NastyNils_official ist mein Instagram-Account, müsst ihr mir folgen und dann seht ihr immer die aktuellen Erlebnisse mit der Aprilia. Nächstes Projekt ist ja Wheeling. Gell? Schauen wir, was ich zusammenbringe mit ihr. Und da werden wir auf Instagram dann die erste Wahrheit veröffentlichen. Bleibt dran, freue mich schon auf eure Kommentare.